Vor 15 Jahren ging ich durch den Wald und sah ein Reh. Es war einer jener Momente, die man nie vergisst. Das Reh starrte tief in meine Augen und ich starrte zurück. Es war, als schauten wir in die Abgründe unserer Seelen. 5 Sekunden, in denen das Universum stillstand. Ein plötzliches Rascheln und das Reh war weg. Ich schaute in den Himmel, ich warf meine Wurstsemmel weg und rief aus: Ab heute lebe ich vegan. Nichts war mehr wie vorher. Ich hatte starkes Übergewicht und verlor in 2 Monaten 30 Kilogramm. Meine Akne war nach einer Woche weg. Heuschnupfen und Nesselallergie, Vergangenheit. Ein Finger, den ich während eines Unfalls verloren hatte, er wuchs wieder nach. Und zur Uni musste ich fortan nicht mehr laufen, ich schwebte. Ich grüße euch, Folge 15 am 15. April 2024. Genau heute, vor 15 Jahren, bin ich vegan geworden. Sag mal, wie kam es denn dazu? Vielen Dank für die Frage, Karl Kaktus. Also, das war so, 2009 hat man im Internet noch nicht über Instagram, Facebook, TikTok, YouTube und so weiter kommuniziert, sondern über sogenannte Foren. Ich war in einem Philosophieforum aktiv und es kam die Frage auf, ob es ethisch vertretbar sei, Tiere zu essen. Da habe ich mich zum ersten Mal mit Vegetarismus und Veganismus ernsthaft auseinandergesetzt. Vorher war ich ein typischer Tierkonsument, der es lustig fand, Witze zu machen à la Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg. Den einzigen Bezug zum Veganismus hatte ich durch ein befreundetes Paar, das vegan lebte. Viele Grüße an dieser Stelle an Henning und Juliane. Ich habe mich also mit dem Veganismus auseinandergesetzt und kam zu dem Schluss, dass es für mich ethisch nicht vertretbar ist, Tiere zu konsumieren. Das Ziel vegan war für mich gleich klar. Aber ich gestattete mir einen Übergang von 6 Wochen, in denen ich noch vegetarisch konsumierte. Ich erinnere mich noch, wie ich einen letzten Döner mit Schafskäse aß und ja, dann war ich vegan. I never looked back und ich bereue nichts. Und wie hat dein Umfeld reagiert? Also, mein Vater meinte, er habe nur darauf gewartet, bis ich damit um die Ecke käme. Meine Eltern haben es verstanden und sind mir kulinarisch auch entgegengekommen. Und auch in der erweiterten Familie hatte ich eigentlich nie wirkliche Probleme. Und es wurde immer Rücksicht auf mich genommen. Und wer aus einer Fleischfamilie kommt, der weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Natürlich gab es auch die ein oder andere heftig geführte Diskussion zu dem Thema, aber mittlerweile sind wir uns einfach einig darüber, dass wir uns uneinig sind. Lebst du jetzt in einer woken veganen Blase? Ich bin von Beruf Lehrer für Deutsch als Zweitsprache in der Erwachsenenbildung. Täglich begegnen mir Geflüchtete aus Afghanistan, Syrien, Eritrea, der Ukraine, Bauarbeiter aus Italien, Hausfrauen aus der Türkei, Doktorinnen aus Brasilien, China oder Amerika. Ich komme also mit etlichen Kulturen und Wertvorstellungen in Kontakt. Allerdings kann ich mich leider an keine einzige Person unter meinen Schülerinnen erinnern, die vegan gelebt hätte. Hast du nur vegane Freundinnen und Freunde? Nein, viele meiner Freunde und Freundinnen leben nicht vegan. Das ist natürlich schade, aber ich reduziere Freundschaften auch nicht auf Veganismus. So wie ich auch mit Leuten befreundet sein kann, die keinen Heavy Metal hören. Aber ich würde es eher umgedreht sehen. Veganismus und Aktivismus haben mir neue Freundschaften eröffnet. Die Grenze allerdings, die ich für mich persönlich ziehe, ist das aktive Töten von Tieren. Ich könnte mir also nicht vorstellen, mit einer Jägerin befreundet zu sein oder mit einem Schlachter. Und wann hast du dich entschieden, aktiv zu werden? Gute Frage. Da bin ich eigentlich eher so reingerutscht. Während meines Masters hatte ich mich mit Tierethik und Veganismus beschäftigt und auch meine Masterarbeit geschrieben zum Thema Mitleid als Grundlage der Ethik unter besonderer Berücksichtigung der tierethischen Dimension. Ich bin dann für eine Promotion nach Basel gegangen, schloss mich der regionalen veganen Gruppe an, aber zu mehr als ein paar Flyer-Aktionen hat's nicht gereicht. Ich beschränkte mich fortan auf Online-Aktivismus auf Facebook und so richtig intensiv wurde es eigentlich erst, als Ilja Lauber mich Ende 2016 fragte, ob ich nicht Lust hätte, an einem Online-Format The Factory mitzuwirken. Ich habe zugesagt und auf den Adventskalender Don't Go Palmer schaue ich heute noch mit Stolz zurück. Ich verlinke dir das mal unten. Zugleich entdeckte ich aber dadurch auch mein Format, Schreiben. Es folgten weitere Artikel bei Tier im Fokus, Weganswer und Blaufuchs, dem veganen Magazin der Schweiz. Gibt es Fragen, die dich nerven? Also grundsätzlich nerven mich keine Fragen, wenn ich ein ernsthaftes Interesse am Veganismus oder am Thema Veganismus spüre. Also wenn jemand wirklich verstehen will.
Genervt bin ich maximal, wenn jemand nicht begreifen kann oder nicht begreifen will, warum VeganerInnen Ersatzprodukte essen. Ich verstehe nicht, und das ist mein voller Ernst, ich verstehe nicht, warum Menschen nicht verstehen, welcher Fortschritt das ist, zwei Produkte zu haben, die quasi identisch sind. Aber das eine Produkt verursacht enormes Leid für Menschen, Tiere und die Umwelt. Und das andere Produkt richtet nur minimalen Schaden an. Supplementierst du? Ja, ich supplementiere. Ich supplementiere nur B12. Das ist alles. Und ja, jetzt kommt natürlich der obligatorische Hinweis, dass ich meine Blutwerte fast jährlich testen lasse und dass meine Blutwerte absolut tipptopp sind. Hast du schon mal absichtlich oder unabsichtlich etwas Unveganes gegessen? Hm, also es ist schon mal vorgekommen, dass ich aus Versehen Gemüsebällchen mit Käse gekauft und auch schon zubereitet hatte. Da war es dann zu spät, die noch zu verschenken. Ansonsten will ich nicht ausschließen, dass ich in Restaurants oder zu Besuch bei Freunden beziehungsweise Freundinnen Milch, Eier oder was auch immer gegessen habe. Aber sicherlich nicht aus böser Absicht, sondern aus Unwissenheit, was jetzt vegan ist oder nicht. Wie bewertest du die Entwicklung des Veganismus und der veganen Bewegung in den letzten 15 Jahren? Ja, grundsätzlich positiv. Veganismus ist in aller Munde, also noch nicht, aber bald. Vor 15 Jahren bot ich auf meiner Geburtstagsfeier ungewürzten Tofu an, der überraschenderweise überhaupt nicht gut bei den Gästen ankam. Heutzutage schmecken Burger Patties aber so sehr nach Fleisch, dass ich sie zum Beispiel gar nicht mehr essen kann. Rein vegane Supermärkte mussten schließen, weil vegane Produkte einfach so normal geworden sind, dass sie in normalen Supermärkten angeboten werden. Und doch ist der Veganismus natürlich immer noch eine Randerscheinung, aber eine Randerscheinung, die polarisiert. Er polarisiert, weil in ihm die Fragen und die Kämpfe unserer Zeit zusammenkommen. Umgang mit anderen Lebewesen, Naturzerstörung, Klimakatastrophe, Männlichkeit, Kapitalismus, Nachhaltigkeit und so weiter. Was ich allerdings persönlich schade finde, ist, dass Veganismus bei noch viel zu vielen als Ernährungsweise gilt und betrachtet wird. Und die vegane Bewegung hat dazu sicherlich auch ihren Teil beigetragen. Und doch, die Ideologie des Tierkonsums wird mehr und mehr als das, was sie ist, entlarvt. Eine lebensverneinende, destruktive und durch schädliche Ideologie. Was gibt dir Hoffnung? Hoffnung, gute Frage. Ich denke mal meine eigene Biografie. Mir wurde der Veganismus nicht in die Wiege gelegt. Ich war sozusagen der Tierkonsument vorm Herrn und allein durch Reflexion bin ich dann zum Veganismus gekommen. Und wenn ich das schaffen kann, dann können das grundsätzlich alle schaffen. Trotzdem ist es natürlich manchmal schwer, die Last des Tierkonsums zu schultern. Es gibt Momente, da fahre ich auf dem Fahrrad oder ich gehe in der Natur spazieren und plötzlich erinnere ich mich dann der Millionen Tiere, die Tag für Tag eingesperrt und geschlachtet werden. Und ich komme dann so ein Gefühl der Hilfe und der Machtlosigkeit. Aber was ist denn die Alternative? Es zählt doch nichts. Der Tierkonsum ist ein Verbrechen und diesem Verbrechen gilt es, Widerstand zu leisten, in Wort und in Tat. Ich danke dir für das Gespräch und noch alles Gute zu deinem Vegan-Jubiläum. Vielen Dank für deine Fragen, Karl. Es ist immer sehr anregend, mich mit dir zu unterhalten. Ich habe das Gefühl, dass du wirklich interessiert bist und dass du jemand bist, der mich auch wirklich versteht. So, das war ein Einblick in 15 Jahre Veganismus und vegane Lebensweise. Mich würde mal interessieren, was eure Erfahrungen mit dem Veganismus sind. Wie lange seid ihr schon vegan? Was hat euch dazu bewogen, vegan zu sein? Und wie schätzt ihr die aktuelle Entwicklung des Veganismus ein? Wohin wird die Reise gehen? Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die mir natürlich gerne stellen. Denkt daran, Widerstand zu leisten und dass wir den Tierkonsum überwinden müssen. Wenn das Video euch gefallen hat, dann setzt doch gerne mal ein Like, sonst ist Karl Kaktus traurig und das will ich nicht verantworten. Hey Karl, kennst du den schon? Fliegen zwei Luftballons durch die Wüste, sagt der eine, Achtung, ein Kaktus. Verstehst du? Weil der Luftballon fliegt in den Kaktus und dann, ja. Ist ein Kaktus eigentlich einfach nur eine bewaffnete Gurke? Und was ist ein Ökovibrator? Eine Hummel im Bambusrohr. Moment, der ist jetzt aber nicht vegan. Hilfe, holt mich hier raus.